Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU 19 und ich hatte ja gestern gesagt, dass wir hier jetzt richtig viel Potenzial haben, sehr viele Dungeons zu klatschen und das werden wir heute auch tun. Das haben wir gestern Abend im Livestream bereits schon getan. Wie ihr sehen könnt, ich hatte das Video gestern Stufe 230 verlassen und bin jetzt mittlerweile 235 und ja, das ging relativ easy. Wir haben in der Lichtwelt 2 Gegner besiegt, das hat uns allein schon 4 Level beschert und deswegen, das war sehr, 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 sehr einfach. Des Weiteren habe ich meine Festung geskippt, die war ein Ausbau auf Stufe 11. Ja, ich hatte einfach jetzt das Ding mal durchgeskippt, beziehungsweise halt eben die nötigen Pilze dafür bezahlt. Es waren noch so 3 Tage und noch ein paar Stunden, die das hätte noch ausbauen müssen, waren ein bisschen über 500 Pilze. Und ja, das habe ich deswegen gemacht, weil wir jetzt am Wochenende, beziehungsweise am Donnerstag bereits schon, weil wir jetzt dann hier Feiertag haben hier, 1. Mai ist dann, ne, und da beginnt die Event schon diesen Donnerstag. Das heißt, wir haben unter anderem Fest der Festungs-Event, wodurch wir große Edelsteine in der Edelsteinmine kriegen und halt eben auch massig Ressourcen. Und bis dahin möchte ich meine Festung, ja, beziehungsweise wollte ich meine Festung auf Stufe 11 kriegen, dass ich bis dorthin schon mal mir gut Ressourcen hochstecke, meine Ritterhalle noch auf 11 bis dahin kriege und dann ja, die Tage nutze, um halt eben genug Ressourcen zu haben, um mir dann eben ja, aus der Edelsteinmine Stufe 10 nur große Edelsteine für mich und meine Begleiter zu kriegen. Das ist der Plan für die Woche. Wir werden hier richtig viel Progress machen, auf jeden Fall noch auf dem Server, denn mittlerweile sind die Steine deutlich, deutlich, deutlich besser als meine jetzigen. Der kleine Stein hier hat 323 Statpunkte und der große, die alten Steine mit Edelsteinmine Stufe 1, 228. Ja, das ist ein immens großer Unterschied und dann stellt euch einfach mal vor, das ist ein kleiner. Wenn wir jetzt einen großen kriegen, dann scheppert es richtig. Und bis dahin ist der Plan folgender. Wir pushen so viele wie möglich an Level mit den jetzigen Statpunkten und den jetzigen Verbesserungen, die wir haben, auch eben durch die Unterwelt, was wir bekommen haben und so weiter und so fort, ne, werden dadurch nochmal so hoch es geht in den Leveln kommen, um halt eben nicht nur von einer etwas höheren oder deutlich höheren Edelsteinmine zu profitieren, sondern auch das Charakterlevel, da das ja auch logischerweise mit in die Attribute der Edelsteine zählt, zu erreichen, ein hohes Level zu erreichen bis dahin. Und bis dahin sollte auch die Gilde mit ihren Ausbauten weiter vorangeschritten sein. Die ja, Ritterhalle sollte höher sein. Und bis dahin hat vielleicht noch der ein oder andere mehr die Ritterhalle auf Stufe 15, was natürlich dann auch nochmal die Chance auf schwarze Edelsteine erhöht. Vielleicht kriegen wir den ein oder anderen schwarzen Edelstein jetzt schon das Wochenende. Wir haben hier 1, 2, 3 Leute, 4 Leute bisher, die Edelsteinmine Stufe 5, Ritterhalle Stufe 15 haben und kriegen vielleicht noch 1 oder 2 noch mehr dazu, ich weiß es nicht ganz genau, ja, aber jeder zählt hier auf jeden Fall und das würde nochmal extrem reinknallen, wenn wir noch ja, große schwarze Edelsteine bekommen. Und deswegen, das ist so jetzt der Gameplan für die kommenden Tage so. Und wir werden zuerst mal hier noch den Stein wechseln. Hier in der Waffe habe ich ja bisher den besten Edelstein gefunden. Für mich persönlich ein mittlerer Intelligenzstein. 352 Statpunkte hat er. Ne? Also auch nochmal ein bisschen mehr. Ja, genau. Und deswegen gehen wir jetzt mal rein in die Dungeons und versuchen mal jetzt erstmal mit denen, was wir haben, so weit wie möglich in den Leveln zu kommen und halt eben, ja, so gut es geht, Level zu pushen, um halt eben unser Vorhaben zu erfüllen, was wir jetzt hier uns so vorgenommen haben. Ne? Wie gesagt, durch, ja, guckt euch das an, das ist Lichtwelt, ne? Das ist die Lichtwelt, holy shit. Ja, dadurch, dass wir jetzt halt eben bald 1. Mai-Event haben, gehen die Events jetzt halt am Donnerstag los. Das heißt, wir haben Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag haben wir jetzt halt eben diese besagten Events, die halt auftauchen. Ich kann noch mal kurz im Discord schauen, nochmal, was wir explizit für Events erwarten dürfen. Währenddessen schauen wir uns den nächsten Kampf mal so an. Und dann suche ich euch nämlich mal die News raus, die jetzt auch das Wochenende
kommen sollten. So, da haben wir sie einmal. Und zwar sind das hier Vorschau aufs nächste Wochenende. Das ist jetzt quasi das. Verlängertes Tag der Arbeit Wochenende von Donnerstag bis Sonntag. Akkordabenteuer. Ja, das heißt, ihr braucht auch keine Sanduhren bezahlen. Also ihr könnt die so durchskippen, die Quests. Ja, ist sehr geil. Hexentanz haben wir nochmal. Tag der tollkühnen Tiere. Fest der Festung ist für uns halt sehr, sehr wichtig. Tag des heißen Eisens. Epic Kaufrausch haben wir nochmal. Ja, also wir können uns nochmal Epic-mäßig neu equippen und auch Radar Großputz. Also für uns auf EO19 auf jeden Fall das Ding hier, was wir ganz, ganz doll brauchen. Epic Kaufrausch können wir definitiv auch nochmal wahrnehmen. Und ja, diese Events sind halt jetzt über diese ganzen Tage erstreckt und deswegen sieht das momentan sehr gut aus. So, wir gucken einfach mal. Wir pilzen uns mal ein bisschen durch, ja. Wir haben jetzt, wie gesagt, nicht die allerbesten Edelsteine, weil wir halt eben nicht komplett uns neu steintechnisch equippen können, weil wir jetzt halt eben kein Festungsevent haben. Und das Problem ist halt eben, die Ressourcen gehen auch relativ schnell runter. Also wenn wir jetzt hier einen Skip mal machen, passt mal auf, wenn ich jetzt hier einmal einen Edelstein suche, die Ressourcen, man sieht richtig, wie die Steine und sowas, achtet mal hier oben drauf, so runtergehen. Ja, und das war halt vorher noch gar nicht so der Fall mit der Edelsteinmine Stufe 1. Aber ja, das ist halt eben jetzt so das Ding mit der neuen Mine. Sind die Skips halt deutlich teurer, plus die Ressourcen kosten auch deutlich, deutlich mehr. Deswegen müssen wir da echt aufpassen. Ja, haben glücklicherweise nochmal einen Innstein hier gezogen. Und gucken jetzt einfach mal, dass wir mit unseren Pilzen, die wir haben, jetzt so gut es geht, noch Level gepusht kriegen bis dahin und uns dann komplett nochmal neue Steine holen werden. Wie gesagt, vielleicht sogar die ersten schwarzen Edelsteine. Ich weiß nicht, wie es auf dem Server momentan aussieht. Die Pilzhasser sind ja eine der besten Gilden, denke ich mal. So, wir haben hier schon Davalon mit einem schwarzen Stein am Start. Ne? Hier haben wir schon 2 schwarze Steine. Uiuiuiui. Okay, hier hat jemand richtig Gas gegeben. Er hat auf jeden Fall auch richtig viele schwarze Steine. Und wir haben ja noch gar nicht so viele Leute in der Gilde, die Ritterhalle Stufe 15 haben. Ne? Die Prozentchance auf schwarze Steine ist jetzt noch relativ gering. Deswegen warten wir da auch bis zum Wochenende ab. Also es gibt mehrere Aspekte, warum wir jetzt erstmal warten sollten mit den Skips. Ne? Das ist halt eben einmal ressourcentechnisch, pilztechnisch, leveltechnisch und Ritterhallentechnisch bis Stufe 15. Ne? Und beziehungsweise generell die Leute haben bis dahin dann einfach eine bessere Ritterhalle und die Steine sind dann dadurch dann halt eben nochmal besser. Ne? Genau, also es sind viele Faktoren, die damit reinspielen, deswegen konzentrieren wir uns jetzt hauptsächlich mal auf die Dungeons, die wir hier vielleicht legen können, vielleicht aber auch nicht. In der Lichtwelt sieht es ziemlich mager aus, aber ich denke mal in der Schattenwelt kann man da ein bisschen was regeln, beziehungsweise auch im Wirbelwind sollte, denke ich mal, einiges machbar sein. Und meine Begleiter haben zum Beispiel noch gar keine Steine abbekommen. Das ist jetzt nur bisher so mein Main, der jetzt ein paar bekommen hat. So, ne? Ich glaube, meine Kunigunde hat 1 oder 2 Geschicksteine bekommen, weil wir die halt versehentlich gezogen haben. Ne? Aber ansonsten sind die noch relativ unberührt. So, und da haben wir schon den ersten Schattenwelt-Dungeon down. Und können das hier quasi auch schon mal direkt wieder zerlegen. Dann haben wir hier einen Stärkegürtel. Der kann auch weg, ist jetzt auch nicht so von Bewandtnis. Marquardt noch eine Rüstung, auch jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Alles komplett Schmutz, alles. Das ist ja komplett Schmutz, alles, was wir hier bekommen haben. Das kann alles weg. Ja, gut, aber wir machen weiter. Ja, und gucken einfach mal, dass wir hier jetzt so viel wie möglich an Level mitnehmen. Und halt eben, so gut es geht, halt in den Leveln dastehen. Ja, Ziel auf jeden Fall ist irgendwo zwischen Mozon und Hanrizel vielleicht. Da wäre ich sehr zufrieden mit, falls wir das schaffen sollten. Also nach der Woche. Ne? Also jetzt noch nicht in diesem Push, sondern erst nachdem wir die neuen Steine haben. Ne? Also sagen wir wirklich Ende der Woche am Sonntag. Ja, Sonntagabend, da möchte ich auf jeden Fall Stufe 250 erreichen. Ich denke mal, das sollte vielleicht machbar sein mit den neuen Steinchen. Und das ist so das Ziel. Jetzt erstmal kurzfristig gesehen. Ne? Und ich meine, wir kriegen so schon hier gute Level durch die jetzige Verstärkung, die wir haben, durch durch den Gladiator in der Unterwelt. So, das läuft schon sehr, 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 sehr gut.
Und ja, wir können mal den einen oder anderen Skip machen, aber das ist hier alles leider nicht so, dass das Wahre so. Ja, 180er Edelstein, der ist jetzt mittlerweile halt eben auch einfach komplett schlecht. Ich gebe ihn einfach mal den neuen hier und auch hier sehen wir leider keinen guten Edelstein. Der erste große. Der erste große, holy shit. Ja, den will ich eigentlich für mich haben. Das ist das Problem, den will ich eigentlich in der Waffe sehen hier. Auch wenn ich den jetzt hier überschreiben muss. Den möchte ich schon in der Waffe drin haben, ja. Okay, da haben wir einen Stärkestein. Ich wollte jetzt eigentlich nicht skippen hier, aber ich wollte jetzt auch nicht diese schlechten alten Edelsteine hier rausholen, aber ich glaube mal temporär ist das vielleicht das Beste, was wir machen können, großartig, bevor wir hier zu viele Ressourcen verschwenden, weil am Wochenende kriegen wir sowieso neue Steine. Deswegen brauchen wir uns jetzt noch nicht darauf konzentrieren, jetzt hier die neuen zu holen für die Begleiter. Da equippe ich dann halt eben einfach die Steine, die jetzt noch vorhanden sind. Weil ihr seht ja, wie arschteuer die Skips sind und es lohnt sich halt, wie gesagt, jetzt eben auch noch nicht so großartig nach Steinen zu suchen. So, setzen wir den noch hier ein, den noch da, das kann auch weg hier, das Item. Was haben wir hier noch? Plus 26. Es braucht auch am Ende des Tages kein Mensch. Hier haben wir noch einen Geschickgürtel. So, und dann gewinnen wir hier auch einfach den Stein raus, ja. Was soll's? Da bekommen am Wochenende die Begleiter auch alle komplett neue Steine dann, weil, ja, gezwungenermaßen, muss man ja schon fast sagen, weil wir ja für uns halt eben auch neue Steine brauchen. Und deswegen, ja, da werden wir bestimmt viele Skips dabei haben, die halt eben auch ja, Stärke- und Geschicksteine beinhalten und damit eben, ja, logischerweise auch die Begleiter dann equipped werden. So, ne? Okay, hier kommen wir erstmal großartig nicht weiter. Ich würde aber ganz gerne jetzt dann doch, Dankeschön, genau den wollte ich haben, den nächsten Key für den nächsten Schattenwelt-Dungeon. Und vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Wie gesagt, wenn wir alle 9 Steine haben sollten, dann werden wir bestimmt auch in der Lichtwelt noch den einen oder anderen Dungeon legen. Ich müsste mal gucken, was eigentlich meine Waffen wieder sagen, weil jetzt mittlerweile haben wir ja auch ein paar Level gemacht, seitdem wir uns das letzte Mal episch equipped haben. Und ich gucke einfach mal, was haben wir hier? Plus 14. Ah, na gut, ich meine, gut, ja, die Waffe. Ja, check ich die. Wir haben eine neue Waffe durch den letzten Licht-Dungeon oder sowas bekommen. Den hatten wir im Stream gelegt gehabt. Und deswegen bin ich da relativ gut aufgestellt, was jetzt die neuen Waffen angeht. Also da können wir gar nicht mal so sehr viel rausholen. Aber ja, der Rest des Equipments, da fehlt es halt komplett. Das ist mittlerweile bestimmt schon gut outdated. Die Waffe ist aktuell, was ja mit das Wichtigste ist, aber der Rest ist halt eben leider komplett outdated, deswegen da können wir dann nicht so viel machen. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz in den Wirbelwind rein, gucken nochmal, was wir hier mitkriegen können. Das Ding ist halt, wir brauchen auch hier nicht extra auf Hexen-Event warten, weil wir hier noch am Anfang des Server-Starts sind und solange die Verzauberungen nicht durch sind, kriegen wir hier auch kein Hexen-Event. Das heißt, wir können die Items einfach so verkaufen, weil wir können die sowieso nicht in den Kessel schmeißen jetzt erstmal. Ja, und der nächste Gegner sollten wir 240 haben. Da ist es, let's go. Und dann fehlen uns eigentlich nur noch 10 Level für das Ziel, was ich mir jetzt erstmal so gesetzt hatte für die Woche. Ja, und dann sieht das schon mal ganz gut aus erstmal. Ne? Und wie gesagt, die 9 Steine, die... fast nur Handschuhe gezogen hier. Sehr gut, das braucht die Hexe heute. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall hier. So, gucken wir mal noch weiter. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen voran hier im Wirbelwind. Ansonsten versuche ich die Tage dann nochmal in der Schattenwelt ein bisschen was zu reißen. Ne? Ich werde nochmal den einen oder anderen Free-Skip mitnehmen und dann halt eben zusehen, dass wir ressourcentechnisch einfach gut aufgestellt sind. Dass wir unsere Soldaten immer gut verwenden, um halt eben ja, hier auch die maximale Ausbeute hier mitnehmen zu können, was so
die Ressourcen angeht. Ich habe keinen festen Festungspartner hier am Start. Ne? Ich klicke mich einfach nur so immer random durch die Tries durch hier und guck einfach, ob wir jemand... Achso, fuck, nicht gesehen, dass der eine Verteidigung hat. Guck einfach, dass die Leute hier, ne, dass wir hier so ein paar Leute mitkriegen ohne Defense, ne, dem wir ein bisschen Ressourcen aus der Tasche ziehen können, aber ansonsten ja, mache ich mir hier eigentlich nicht so die große Platte um die Ressourcen, ne, und nehme einfach mit, wer mir so über den Weg läuft, ne, und ja, das klappt eigentlich einigermaßen gut. Jetzt wird es natürlich ein bisschen kritischer, weil halt alles ein bisschen teurer wird von den Ressourcen. Aber dadurch, dass wir jetzt unsere Festung auch auf 11 geskippt haben, ist halt eben die Überlegung, dass wir halt eben auch jetzt die Tage, die wir jetzt noch Zeit haben, auch ein bisschen mehr Ressourcen bekommen durch alles Mögliche, ne? Weil das Festungslevel ist halt eben dafür da, oder ja, ist halt eben der maßgebende Indikator für die Ressourcen, die wir halt eben durch Quests, Glücksrad etc. alles Mögliche bekommen. Ne? In der Schattenwelt ist das ja nicht das Herz der Finsternis, sondern da ist es der Seelenextraktor. Das sollte man dann auch auf dem Schirm haben und vielleicht nicht verwechseln. Ne? Welcher dann für die Seelenanzahl verantwortlich ist, die man bekommt. Ne? Und ja, jetzt können wir die halt wieder erstmal hier zack in die Bahn werfen. Und genau, ja, wir schauen einfach die nächsten Tage, wie es hier weitergeht auf dem Account. Ich halte euch auf jeden Fall auch auf den Laufenden, ne? Und bin gespannt, wie es jetzt das Wochenende dann aussehen wird, wenn wir in das Festungsevent reingehen. Ne, bis dahin sollten wir noch ein paar Level gepusht haben und ja, das Equipment ist jetzt schon wieder mittlerweile schon sehr, sehr alt. Die Waffe ist halt wie gesagt neu, aber der Rest, den kannst du halt vergessen. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht noch die 5 Stufen schaffen bis 200, dann würden wir noch ein Epic kriegen. Keine Ahnung, ob wir das hinkriegen oder nicht, aber ja, das könnte eventuell nochmal gut sein, je nachdem, was wir bekommen. Eine Waffe muss es jetzt nicht unbedingt sein, weil eine Waffe haben wir jetzt gerade relativ aktuell, sogar mit einer einigermaßen guten Spanne. Aber wir gucken einfach mal, so, wenn wir den besiegen, kriegen wir das Epic schon. Nice. Und es sind Schuhe. Was haben wir hier? Plus 31. Ja, können wir mitnehmen. 277er Stein. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht Glück haben. So, wir machen nochmal einen Skip rein hier. Okay, das ist noch ein weiterer Dungeon Key. Ja, wir versuchen nochmal ein Skipperino. Stärke, schade. Ja gut, und da seht ihr ja schon, die Ressourcen gehen langsam zur Neige. Deswegen nehme ich jetzt erstmal einmal hier den Stein raus, weil wir jetzt eh nichts weiter machen können. Großartig. So, verbessern das nochmal hier, dass wir hier noch einigermaßen gleichmäßige Verbesserung am Start haben. Der kann noch auf 2 hoch und ja, das ist erstmal jetzt so das Ding hier momentan. Alles klar, ja, wieder ein paar Level gemacht, ne? Ich denke mal, ist nicht verkehrt. 235, jetzt sind wir 241 in kürzester Zeit. Und Potenzial ist immer noch genügend da. Wir waren noch nicht einmal im Märchenturm. Da können wir nachher, also oder später auch nochmal reingehen. Zu einem späteren Zeitpunkt. Aber der hat mir jetzt erstmal keine XP gegeben. Ne? Aber der bringt auch sehr, sehr gut Gold auf jeden Fall. Ja, wo wir dann halt einfach auch ein bisschen besser werden. Die Begleiter ein bisschen verbessern und so weiter und so fort. Ne? Deswegen, genau, Luft ist noch nach oben. Alles klar, aber für heute soll es erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.